Im Netz kursieren einige Videos von Männern, die Menstruationsschmerzen ausprobieren. Ah, das ist dieses Teil, was die Schmerzen imitiert. Geil. Kriegen die Männer mal mit, was Regelschmerzen sind. Bei der größten Rodeo-Show der Welt, der kanadischen Calgary Stampede, hat ein Unternehmen ein sogenanntes TENS-Gerät aufgestellt, das elektrische Impulse abgibt. Frauen schätzen die elektrischen Impulse vergleichbar zu Regelschmerzen ein. Die Cowboys zwangen das in die Knie. Ja, er stoppt das jetzt auch. So sieht es auch aus, wenn ich mit einer Kollegin auf der Arbeit stehe, die gerade ihre Tage hat und Schmerzen tatsächlich. Aber die kann das ein bisschen eleganter verstecken, weil die ist es ja gewohnt, ne? Ja, vor allen Dingen, als er aufstehen musste, dachte ich, ja, kennt man. Tatsächlich sieht schmerzhafter aus, als ich hätte gedacht. Ich finde es witzig, gut, dass die Männer es mal merken, wie es eventuell ist. Von wegen, die Dame zickt wieder rum und nee, die Dame hat Schmerzen. Ich glaube generell, dass sowas eigentlich immer ganz gut ist, um so gerade für die Boyfriends da draußen so nachzuvollziehen, wie das eigentlich so ist. Man kann es eben gar nicht so gut vorstellen. Durch das Video gerade eben habe ich schon mal gesehen, wie viel mehr Schmerz es sein kann. Insofern ist es bestimmt ein schlimmer Schmerz, aber es ist natürlich auch Natur irgendwo. Also ich fand die Videos gut, also um es mal vorneweg sozusagen. Die Gynäkologin Anne Blum sieht in dem Schmerz etwas Natürliches und zunächst einmal nichts Krankhaftes. Aber was genau passiert während der Menstruation? Die Gebärmutter selbst ist ein Muskel und in diesem Muskel befindet sich eine Schleimhaut, die sich so aufgebaut hat, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Dieses Abstoßen der Schleimhaut passiert durch eine Blutung. Die Schleimhaut wird rausgewaschen sozusagen und damit es nicht immer weiter blutet, zieht sich der Muskel Gebärmutter zusammen und drückt quasi die Blutgefäße ab. Und diese Kontraktion, dieses Zusammenziehen, das ist für den Schmerz verantwortlich. Wie stark Schmerzen empfunden werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es ist ja eher so ein dumpfer Schmerz, es ist ja jetzt kein so ziehender Schmerz, so ziehend, genau. Auch nicht so ein lokalisierbarer Schmerz, es ist einfach ultra unangenehm. Also wie so Krämpfe, die auch so wie schubweise kommen, ne? Nicht durchgängig sind und kann auch einen überraschen. Das sind schon sehr starke Schmerzen, dass man teilweise auch lieber im Bett liegen bleibt und einfach nichts machen möchte, ja. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie in meinem Leben Regelschmerzen, zum Glück. Ich bin gefühlt der einzige Mensch in meinem Umkreis. Manchmal musste ich mich halt auch vor Schmerzen so übergeben. Also im Freundeskreis waren das mehrere, die sich vor Schmerzen übergeben mussten. Viele Frauen gehen wegen ihrer Regelschmerzen zum Gynäkologen. Aber wann steckt vielleicht doch eine Krankheit dahinter? Wenn man am Anfang gar keine Beschwerden hat und irgendwann treten diese Beschwerden viel stärker auf und sind ganz anders als vorher, dann sollte man hellhörig werden, dann könnte auch etwas anderes noch dahinter stecken. Das sollten wir Frauenärztinnen dann abklären. Da hilft uns ein Ultraschall, um zu beurteilen, ob es Auffälligkeiten an der Gebärmutter gibt oder ob sich Schleimhaut ähnlich wie die wir im Innern der Gebärmutter finden, außerhalb der Gebärmutter finden lässt, zum Beispiel am Darm oder der Blase, dann spricht man von Endometriose. Danach würden wir im Ultraschall fahnden. Wenn wir so etwas nicht finden, dann versuchen wir den Schmerz als solchen zu behandeln. Mein Trick ist immer ganz, ganz viel Wasser trinken. Ja, das hilft eigentlich ganz gut. Ja, bei mir hilft immer eigentlich ganz gut eine Wärmflasche. Bei mir ehrlich gesagt hilft wirklich nur eine Schmerztablette und liegen bleiben. Ich trage eigentlich viele lockere Klamotten, wenn ich meine Periode habe. Als ich die Pille angefangen habe zu nehmen, haben die Regelschmerzen sehr abgenommen. Deswegen stören die mich jetzt gar nicht mehr so. So eine Art Yoga-Stellung habe ich dann eingenommen. Die des Kindes. Und das hat mich dann auch entspannt. Aber ansonsten habe ich so gut wie gar keine Regelschmerzen gehabt. Gott sei Dank. Aber wirklich. Schönen guten Abend, Dr. Anne Blum, Gynäkologin aus Offenbach. Wir haben Sie gerade schon im Film kennengelernt. Und da haben Sie uns schon erklärt, wo die Schmerzen während der Periode herkommen. Aber warum ist es eigentlich so, dass manche Frauen Schmerzen haben und manche so gar nicht? Das ist eine gute Frage, die wir gar nicht beantworten können. Wir wissen es einfach nicht. Erstens mal ist natürlich das Schmerzempfinden sehr subjektiv und man kann nicht genau vorhersagen, wie stark jemand an irgendetwas leiden wird. Und auch ansonsten gibt es keine wirklich messbaren Ereignisse im Körper, die uns Auskunft darüber geben würden, wie stark solche Periodenschmerzen sind. Okay. In Spanien können sich Frauen frei nehmen, wenn sie starke Regelschmerzen haben. Brauchen wir sowas in Deutschland auch?
Also ich bin da ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite finde ich das sehr gut, dass Rücksicht darauf genommen wird, dass Frauen einfach eine Menstruation haben und alle 4 Wochen vielleicht nicht ganz so leistungsfähig sind, wie sie es gerne sein würden. Aber auf der anderen Seite entsteht ja dadurch der Eindruck, das wäre krankhaft. Und das ist es ja nun eigentlich nicht. Es gehört ja zum Leben auch dazu. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, wie man das einschätzen soll. Was ich aber gut finde, ist, dass so etwas auch mal in der Gesellschaft angesprochen wird und zum Beispiel Menstruationsartikel auf Schultoiletten jetzt auch vielleicht ausgelegt werden. Genau. Das finde ich einen positiven Effekt. Oder die Mehrwertsteuer geringer drauf ist. Ne? Stimmt es eigentlich, dass die Periodenschmerzen mit zunehmendem Alter schlimmer werden? Nein, eigentlich ist das Gegenteil eher der Fall. Also, dass viele junge Frauen sehr stark ihre Periode schmerzhaft erleben und wenn sie dann zum Beispiel mal ein Kind bekommen haben, diese Beschwerden gar nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden sind. Das sehen wir eigentlich ganz oft. Interessant. Also man gewöhnt sich vielleicht auch ein bisschen dran. Man muss vielleicht erst mal so ein bisschen reinwachsen. Wenn das aber doch der Fall ist, das haben Sie ja im Film schon so ein bisschen angedeutet. Ja, also wenn man eigentlich lange gar nicht starke Schmerzen hatte und plötzlich kommen die, dann sollte man tatsächlich eine Gynäkologin aufsuchen. Ja, dann sollten wir das abklären. Ich habe auch im Film ja schon gesagt, wie wir das machen, per Ultraschall zunächst mal und schauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten und Besonderheiten gibt, die uns vielleicht in der Richtung zu einer Diagnose helfen. Genau, also da steht ja dieses Wort Endometriose im Raum. Ist es am Ende dann tatsächlich häufig der Fall, dass die Schmerzen tatsächlich eine Endometriose als Ursache haben oder ist es eher selten? Ja, also grundsätzlich gibt es da wenig verlässliche Zahlen dazu. Unser Berufsverband schätzt, dass von den Frauen im gebärfähigen Alter vielleicht 7-14% eine Endometriose tatsächlich haben. Sie sehen schon an dieser Spannbreite, das ist offen. Man muss auf der anderen Seite sagen, es bedeutet, dass ungefähr 90% das nicht haben. Okay, ja, also entspricht auch Ihrer Erfahrung, glaube ich, in der Praxis. Ne? Darf man Schmerzmittel nehmen? Ja, also in einem Beitrag kam es ja auch schon vor. Die eine junge Frau hat ja schon gesagt, sie nimmt dann einfach Schmerzmittel und das sollte man dann auch machen, weil es ist nicht sinnvoll, sich da zu quälen. Was hilft und wenn man nur kurzfristig Schmerzmittel einnimmt, sind die eigentlich auch ohne wesentliche Nebenwirkungen. Was gut hilft, sind Substanzen, die sogenannte Prostaglandine hemmen, weil Prostaglandine sind die Substanzen, die dafür sorgen, dass die Gebärmutter sich krampfartig zusammenzieht. Das ist vor allen Dingen Ibuprofen oder auch Naproxen. Okay, das kennen viele, haben bestimmt auch viele zu Hause. Auch die Pille kann helfen, manchmal auch in der langen Einnahme, dass man gar nicht jeden Monat quasi den Zyklus hat. Ja, die Pille als Hormon sorgt dafür, dass die Schleimhaut sich nicht so hoch aufbaut und die Periodenblutung per se schwächer wird und damit auch die krampfartigen Beschwerden deutlich nachlassen. Im sogenannten Langzeitzyklus, dann nimmt man die Pille einfach durchgehend über mehrere Monate ein. Das bedeutet, dass man dann also nicht 12-mal im Jahr die Probleme hat, sondern vielleicht nur noch 4-mal. Und das ist natürlich eine Erleichterung. Und es ist auch kein Problem, also der Körper braucht die Periode nicht? Nein, die Periode ist ja dazu da, die Schleimhaut auszuwaschen. Und wenn sich nicht viel Schleimhaut aufbaut, dann muss da auch nichts passieren. Okay. Sollte man es jetzt eher ruhig angehen lassen oder gar Sport machen, sich bewegen? Wir hatten ja quasi alle Varianten da auch im Beitrag. Ja, genau so ist es auch. Jeder kann das so machen, oder jede, besser gesagt, kann es so machen, wie sie es für sich positiv erlebt. Viele ziehen sich zurück, benutzen Wärmeflaschen und Ähnliches, um zu entspannen. Aber das muss jede für sich ein bisschen herausfinden. Wenn man jetzt ein bisschen Probleme hat, dass man psychisch nicht so gut drauf ist oder richtig Heißhunger hat, was sagen Sie in der Praxis? Vielleicht müssen wir mal eine ganze Sendung drüber machen, aber was geben Sie so als Tipp ganz kurz, was man vielleicht dann probieren könnte? Nun, das ist ziemlich schwierig. Wir reden hier vom prämenstruellen Syndrom. Das ist eigentlich auch nicht so gut verstanden, was eigentlich da im Körper genau abläuft. Wir wissen aber zum Beispiel, dass Frauen, die Ausdauersport machen und zum Beispiel endogene Morphine dabei ausschütten, deutlich weniger an solchen Beschwerden leiden. Nun ist das nicht jedermanns Sache, jeder Frau's Sache, dann jetzt dauernd zu joggen, aber im Prinzip würde man es empfehlen. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Also, Regelschmerzen darf man getrost mit Schmerzmitteln, zum Beispiel mit Ibuprofen, behandeln. Die gute Nachricht ist, oft werden die Schmerzen im Laufe des Lebens weniger und in den meisten Fällen steckt auch wirklich keine Krankheit dahinter.